neue Jahr war irgendwie noch nie so richtig meins. Klar, irgendwie ist das Ende eines Jahres und der Beginn eines neuen Jahres schon ein Grund zu reflektieren. Was war gut dieses Jahr, was war nicht gut, was will ich weiter, wovon will ich mehr und was möchte ich weniger in meinem Leben haben. Und für mich war schon länger klar, ich will weniger Wochenenden zu Hause und mehr erleben. Und damit fing ich Weihnachten an. Ich setzte mich hin, ich plante mir eine Strecke mit Komoot, suchte einen Ort, wo ich schlafen konnte. Ich packte meinen Kram und fuhr los. Und wie gut das einfach tat. Ein paar Snacks, Akku, dies, das, Schlafsack, Kochzeug, eine Unterlage, Flickzeug, Reparaturzeug, Wasser. Da ist noch mehr Wasser und warmer Tee. Außerdem eine Daunenhose und eine dicke Jacke und eine Regenhose. Und mal schauen, was noch. So, der erste Anstieg nach Dorfen hoch liegt hinter mir. War schon ganz schön anstrengend mit dem ganzen Gewicht am Rad. Und es ist mega warm einfach. Die Sonne scheint, richtig schön. ...20 Kilometer, noch 70. Puh. Nachdem es zunächst gut rollte, wurde es dann etwas unwegsamer. Was für ein Stillleben. Schaut mal. Das ist übrigens noch so ein Vorsatz. Ausreichend essen beim Radfahren. Jetzt ist es gleich um 6 und bevor es zu dunkel ist, zeige ich noch mal ein bisschen was. Ich habe noch gut 30 Kilometer und hier geht es gerade so einen schönen Gravelweg hoch. Und aber gleich auch wieder runter. Das oben, das ist der Mond. Ich muss unbedingt noch was loswerden. Ich bin nämlich echt stolz, dass ich überhaupt losgefahren bin heute. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen, loszufahren. Ich hatte mir zwar vorgenommen, noch irgendwas Spannendes zu machen, aber so richtig war ich dann nervös, mal wieder draußen zu schlafen. Das habe ich ja schon lange nicht. Aber ich bin echt froh und es ist auch wirklich schön und es ist warm.
Ich habe schon Angst, dass mein Schlafsack viel zu warm ist und ich eingehe. Aber erstmal muss ich ankommen. Das sind noch ein paar Kilometer. Boah, diese Farben. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ist mir das Rad umgefallen? So, ich bin angekommen, ungefähr 90 Kilometer waren es. Und jetzt mache ich mir erstmal Nudeln. Das Haus sieht super nett aus. Sieht aus, als wären hier kürzlich Leute gewesen. Da stehen nämlich Kerzen, aber zum Glück ist jetzt niemand da, also außer mir. Yes! Jetzt wird es hoffentlich schnell warm. In der Zeit baue ich mein Bett. Und das Rad habe ich in die Tür gestellt. Als kleine Barriere. Essen! Jetzt Zähne putzen, dann ab in den Schlafsack und schlafen. Oder? Leute, ich kann nicht schlafen. Es ist kurz vor 2 Uhr nachts. Ich schlafe immer mal ganz kurz, aber nicht so richtig. Und jetzt ist hier gerade ein Auto vorbeigefahren und hat kurz angehalten. Creepy. Guten Morgen. Ich habe mein Rad schon wieder bepackt. Jetzt ist es kurz vor 7 und das meiste ist gepackt. Ich muss noch meine Downhose und meine dicke Jacke ausziehen. Und dann bin ich auch schon fertig, aber erstmal esse ich noch eine Mandarine und einen Riegel und dann kann es losgehen. Die Nacht war richtig schlecht. Leute, erst war es ein bisschen frisch, aber eigentlich nur, weil, weiß ich nicht, die Füße noch nicht warm waren. Dann war es ziemlich warm in dem Schlafsack. Und dann kam immer der Wind so ein bisschen rein und hat mit meiner Unterlage geknistert. Und ja, so richtig gut geschlafen habe ich nicht. Ich bin immer mal kurz eingeschlafen. Ich habe ungefähr 4 3-Fragezeichen-Folgen gehört, die ich zum Glück runtergeladen hatte bei Spotify, weil hier natürlich 0 Empfang ist. Ich konnte mich also auch bei niemandem melden, dass ich angekommen bin oder so. Und ja, das Creepigste war dann am Ende, als nachts 10 vor 2 hier ein Auto vorbeifuhr. Das hielt erst mal kurz an und fuhr dann weiter. Und dann habe ich permanent hier ein Auto rumkreisen gehört. Also das hörte sich an, als wäre da irgendwie wie so ein Rennen gefahren oder so. Und ich dachte immer, vielleicht kommen die wieder zurück oder was auch immer. Naja, genau. War irgendwie nicht so cool. Ja. Da muss ich jetzt noch reingucken.
Es sind ja einige mit dem Rad hier. 12.8., 30.8., 2.11. Hier haben auch Leute geschlafen. Das ist der 4.12. Das heißt, jetzt kommt der 26.12. So, eine Seite vollgeschrieben. Buch rein, Deckel drauf. Das war aber noch nicht alles, was es hier zu entdecken gab. In diese Klappe habe ich natürlich gestern vorm Schlafen schon reingeschaut, weil ich habe da drauf geschlafen und da ist schon interessant zu wissen, was denn da drunter ist. Und schaut mal hier. Eine Spendenkasse, leere Flaschen, jede Menge Kronkorken und fest angeschlossene Bierkästen. Laut Buch scheinen die auch öfter mal voll zu sein. Aber jetzt im Winter friert das ja vielleicht auch ein. Los geht's! Ich bin einfach mega müde. Nach etwa 10 Kilometern habe ich einen Stopp an einer Tankstelle eingelegt. Ich war so müde und hungrig, dass ich erstmal was essen und 2 Kaffee trinken musste. Das motivierte mich auch für die verbleibenden 80 Kilometer. Oh Mann, ey. Ich habe vorhin bei der Tankstelle, da habe ich festgestellt, dass ich zwar Play gedrückt habe, der Start auf dem Garmin, aber direkt wieder Stopp, weil ich mal die Autopause ausgestellt hatte irgendwann beim Badlands, weil das da immer Autopause gemacht hat, wenn ich irgendwo den Berg hochgeschoben. So steile Rampen. Ja, bei der Tankstelle. Also nach 10 Kilometern ist es mir aufgefallen und ich dachte so, schade. Die ersten 10 Kilometer habe ich nicht getrackt, aber dann track ich halt jetzt die letzten 70. Und dann ist mir gerade eben aufgefallen, nochmal 7 Kilometer weiter. Sandra, sehr gut, du hast das gleiche nochmal gemacht. Nicht auf Start gedrückt. Yay! Jetzt sind es nur noch 60 Kilometer und ja, knapp die ersten 20 habe ich also nicht getrackt. Das nervt gerade so ein bisschen, auch wenn es ja eigentlich völlig egal ist. Ich weiß ja, wo ich lang gefahren bin. Es geht bergab. Und hier gleich um die Ecke. Es fühlt sich einfach mal an, als wäre Frühling. Schön, oder? Und die andere Seite. Geht so. Was für ein Kontrast. Guckt mal, die Hütte, die kommt mir doch bekannt vor. Mit ihrem schiefen Boden.
Jetzt habe ich gerade die GoPro ausgeschaltet und weggepackt. Und dann ist das da vor mir. Das muss natürlich noch mit ins Video. Wo ist der Weg? So, bestimmt rutschig. Jan, Grüße gehen raus an dich. Jetzt fallen gerade die ersten Regentropfen und ich habe noch 3,5 Kilometer. Das wird hoffentlich ohne Regenjacke gehen. Perfektes Timing, würde ich mal sagen. Auch wenn die Nacht wirklich schlecht war und ich kaum ein Auge zugetan habe, naja, die Augen hatte ich schon zu, eigentlich die meiste Zeit, aber ich habe so gut wie nicht geschlafen, würde ich mal einschätzen. Tat es einfach so gut, unterwegs zu sein und was zu erleben. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie in der Zukunft auch wieder mehr umsetzen kann und die Aufgaben sein lassen kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es schon einige Pläne für dieses Jahr. Es steht einiges im Kalender, es steht einiges an, einige Ideen existieren ohne Termin bisher. Mal sehen, was davon alles umgesetzt werden kann. Bleibt gespannt und folgt uns hier.